Heute basteln wir mit einer Küchenrolle mit Küchenpapier eine Blume oder eine Rose. Ich habe es selbst noch nie ausprobiert und daher nehme ich jetzt mir erstmal 3 Papiere von der Rolle, lege sie zusammen, nehme jetzt meine Tasse zur Hand, einen Bleistift und mache jetzt hier erstmal so einen Kreis herum und schneide es aus. Ich möchte nämlich 2 verschiedene Blumenrosen machen in unterschiedlichen Farben und daher nehme ich jetzt auch ein bisschen mehr Papier. So, jetzt habe ich sie ausgeschnitten und lege sie jetzt halt hier auf meinen Schreibtisch. Nehme jetzt halt meine Tasse, fülle sie mit Wasser und die eine Rose möchte ich jetzt halt eher mit dunklen Rot nämlich gestalten und nehme jetzt hier meinen Aquarellkasten, tunke ihn gut mit Farbe ein und mache jetzt hier einfach mal so Punkte und ein paar Kleckse drauf. Du siehst, es zieht jetzt auch hier ganz schön Farbe ein und das soll ja auch jetzt auch der Effekt sein. Bisschen mehr Wasser, dann wird auch der Rotton auch ein bisschen blasser und ein bisschen ins Rosa geht es jetzt hinein und bemale sie jetzt hier in den Farben, wo ich mir denke. Also die einen mache ich jetzt hier ein bisschen rot und du siehst es jetzt dann gleich. Also einfach nur so Striche draufziehen. Ich bin jetzt da. Probier es jetzt halt einfach mal selbst aus, ob das jetzt auch so gelingt. Und die andere Blume möchte ich in rosa und in lila gestalten. Ich habe auch schon andere Rosen mit Wattepads gestaltet. Ich verlinke sie dir mal oben in der Infobox. Und wenn du mehr in das Malen reingehen möchtest, habe ich auch schon abstrakte Blumen gemalt oder auch Rosen. Ich versuche sie auch dir zu verlinken in der Infobox. Jetzt bin ich auch hier gleich fertig und lasse auch richtig durchtrocknen. Ich habe es jetzt halt auch über Nacht jetzt halt liegen lassen, aber ich denke, das musst du nicht machen. Damit kannst du auch ein bisschen mit Föhn noch arbeiten. Jetzt sind die Blütenblätter fertig, durchgetrocknet und lege sie jetzt halt mir hier auf die Seite, damit ich weiterarbeiten kann. Das soll jetzt die eine Blume oder Rose werden. Und jetzt nehme ich mir nur noch einen Schaschlikspieß und einen Klebestift zur Hand. Versuche direkt in die Mitte von dem Kreis ein Loch zu machen. Du siehst, geht ganz einfach und möchte sie jetzt halt so am besten in diese Blütenform bringen. Jetzt drehe ich ihn erst einmal um, weil ich möchte sie ja vielleicht mal als Blumenstecker auch dann benutzen und bringe jetzt halt hier mit meinem Klebestift einfach ein paar unterschiedliche Punkte, Klebepunkte darauf und falte sie auch wieder zusammen. Das musst du nicht richtig durchtrocknen lassen. Es reicht, wenn du es einfach nur ein bisschen festhältst. Und jetzt ziehe ich auch schon das nächste Blütenblatt hinauf. Setze hier wieder ein paar Klebepunkte, einfach irgendwie, wie ich mir das so denke. Ich habe es ja selber noch nicht ausprobiert. Und klebe sie einfach oder verbinde sie mit der anderen Blütenblatt. Und mache das jetzt so lange, bis ich denke, oh, das gefällt mir. Was du auch natürlich noch machen kannst, ist, das Papier, also das Küchenpapier, hatte mehrere Blätter und dann kannst du die noch mal ein bisschen auseinanderlegen und dann kommen da auch ganz dünne Blätter hinaus. Also nicht nur 3 auf einmal, weil das ist jetzt ein dreilagiges Küchenpapier und dann kannst du auch noch eins machen. Und fertig sind deine Rosen oder deine Blumen. Ich finde es eigentlich eine sehr, sehr süße Idee. Es macht unglaublich viel Spaß. Hier siehst du, jetzt ziehe ich hier das eine Blütenblatt auch ein bisschen auseinander und fertig ist sie. Probier es einfach mal aus. Es macht unglaublich viel Spaß. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Iris Müller. Auf meinem Kanal findest du alles, was mit Basteln und Malen zu tun hat. Es macht mir unglaublich viel Freude, dass immer so viele Leute meine Videos anschauen. Und ich würde mich sehr über ein Abo von euch freuen und natürlich auch über Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Fragt mich gerne, ich beantworte euch gerne. In diesem Sinne, macht es gut für 2025, weil wir gehen jetzt ja schon ins Jahr 2025. Alles Gute euch, deine Iris.